Ein essentieller Bestandteil, um ein Dokument in FOD zu analysieren, ist das Arbeiten mit Indizes. In diesem Video erklären wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie bei dem Arbeiten mit einem Analyseindex haben. Wenn Sie schon einen Index in der Analyse erstellt haben oder einen bereits bestehenden Index geöffnet haben, bieten sich eine Reihe weiterer Funktionalitäten. Um einen neuen Indexeintrag einem Register hinzufügen zu können, muss das Kontextmenü mit Betätigung der rechten Maustaste auf einem freien Bereich des Indexfensters geöffnet werden. Durch das Anklicken des Menüpunktes Neuen Indexeintrag hinzufügen öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, in dem Sie nun Informationen zu Ihrem neuen Indexeintrag hinterlegen können. Im obersten Feld sehen Sie, unter welchem Index der Eintrag zu verordnen ist. Dies entspricht dem momentan aktiv und sichtbaren Index, in dessen Fenster Sie das Kontextmenü geöffnet haben. Im Feld Übergeordnete Indexeinträge sehen Sie, dass Sie den Eintrag auf oberster Ebene hinzugefügt haben. Nun können Sie hier eine Bezeichnung für Ihren Indexeintrag eintragen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Felder wie Synonym, Weblink, zum Beispiel zur Normdatendatei der Deutschen Nationalbibliothek GND, oder Bemerkungen auszufüllen. Diese zusätzlichen Felder, die den Indexeintrag mit weiteren Daten anreichern, können für jeden Index anders aussehen, da diese in FOD auf den jeweiligen Index und dessen Verwendung im Projekt passgenau konfiguriert werden können. Um sich einen bestehenden Indexeintrag genauer anschauen zu können, öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf den Eintrag das Kontextmenü und klicken auf Anzeigen. Es erscheint ein Dialogfenster, welches sich mit dem zuvor gezeigten Neuen Indexeintrag hinzufügen Fenster ähnelt. Hier können Sie jedoch keine Änderungen vornehmen. Um die Attribute eines Indexeintrags zu ändern, öffnen Sie mit Rechtsklick auf dem Indexeintrag das Pop-up-Menü und wählen den Menüpunkt Ändern an. Oder doppelklicken Sie den Indexeintrag. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster. Hier können Sie nun die gewünschten Korrekturen vornehmen und mit dem Button Ändern die Eingaben bestätigen. Das Bearbeiten eines Dokuments ist nur dann möglich, wenn Sie die passende Freigabe dafür haben. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie sich die Einträge anzeigen lassen, jedoch nicht bearbeiten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, einen Indexeintrag in eine andere Ebene zu verschieben. Hierfür öffnen Sie das Pop-up-Menü und wählen den Menüpunkt Indexeintrag positionieren aus. Hier können Sie nun die Menüpunkte Ebene nach oben und Ebene nach unten auswählen. Bei der Anwahl Ebene nach unten öffnet sich das Dialogfenster Ziel der Verschiebung auswählen. In der darin befindlichen Auswahlliste werden alle Indexeinträge der Ebene des zu verschiebenden Eintrags angezeigt. Sie können nun den Indexeintrag auswählen, dem der zu verschiebende Eintrag untergeordnet werden soll, und bestätigen mit OK. Indexeinträge können innerhalb eines Index, aber auch in einen anderen Index kopiert oder ausgeschnitten werden. Wir verweisen an dieser Stelle auf unser Handbuch. Es besteht die Möglichkeit, einen Indexeintrag innerhalb des gleichen Indizes mit einem anderen zusammenzuführen. Diese Funktion eignet sich dazu, verschiedene Kategorien, welche inhaltlich dasselbe bezeichnen, zu einer zusammenzuführen. Der zusammengeführte Eintrag wird entfernt und zugeordnete Textstellen und Dokumentdaten werden auf den Zieleintrag übertragen. Hierzu wählen Sie den entsprechenden Indexeintrag an und öffnen durch Rechtsklick das Kontextmenü. Wählen Sie die Funktion Zusammenführen und dann den Unterpunkt Zusammenführen von an. Öffnen Sie das Kontextmenü des Zieleintrags und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt zu Indexeintrag Zusammenführen mit an. Um einen Indexeintrag zu löschen, öffnen Sie mit rechtem Mausklick das Pop-up-Menü des Indexeintrags und wählen den Menüpunkt Löschen an. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem alle Informationen zum Indexeintrag angezeigt werden. Mit dem Button Löschen wird der Löschvorgang gestartet. Es erscheint eine weitere Dialogbox. Klicken Sie hier auf Ja. Haben Sie den Button Ja außer Analyseobjekte ausgewählt,
So wird der Indexeintrag gelöscht, aber die zugeordneten Analyseobjekte werden bei Untereinträgen dem Eintrag eine Ebene höher zugeordnet. Sollte der Indexeintrag auf oberster Ebene sein, müssen die Analyseobjekte mitgelöscht werden. Wir verweisen an dieser Stelle auf das Handbuch. Alle erwähnten Funktionen können Sie sich dort nochmals durchlesen.